bin Fabiana von Einfach Backen und wir haben ganz tolle Rezepte für euch, die ihr ganz einfach zu Hause nachbacken könnt. Wenn ihr also kein Video verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert am besten noch die Glocke. Und wir machen heute zusammen eine leckere Karamelltorte. Für unsere Creme habe ich hier Milch, Vanillepuddingpulver, weiche Butter und Zucker. Für unseren Teig gemahlene Haselnüsse, Zucker, Butter, Eier, Mehl, etwas Kakaopulver, Zartbitterschokolade und eine Prise Salz. Für die Karamellsoße brauchen wir Sahne, Zucker, etwas Butter und nochmal eine Prise Salz. Und wer mag, kann sich für die Deko ganze Haselnüsse und ja, hier habe ich so Karamellbonbons bereitstellen. So, wir starten mit unserem Karamellpudding. Ich habe mir von dieser Milch ein bisschen abgeteilt. Damit rühre ich das Vanillepuddingpulver schon mal glatt. Das brauchen wir später. So, und dann stelle ich das noch für einen kurzen Moment hier auf die Seite. Und jetzt machen wir was ganz Verrücktes, und zwar aus unserem aus unserem Vanillepudding wird Karamellpudding. Und das machen wir, indem wir erst den Zucker in den Kochtopf geben und diesen dann ganz vorsichtig zum Karamellisieren bringen. Sobald der Zucker karamellisiert und eine schöne goldbraune Farbe bekommt, könnt ihr das Ganze mit der Milch ablöschen. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass sich der Zucker sofort verhärtet hat, aber das macht nichts. Einfach aufkochen lassen mit der Milch und dann wird er wieder flüssig. So, ich gebe jetzt zu der Milch, die jetzt hier schön aufgekocht ist, unseren Vanillepudding noch mit rein und kocht das Ganze zum Pudding auf. Ja, der hat jetzt hier auch eine richtig schöne Karamellfarbe bekommen. Wer sich hier den Aufwand ersparen möchte, der kann natürlich anstatt Vanillepuddingpulver auch gleich Karamellpuddingpulver nehmen. So, den Pudding nehme ich jetzt hier von der Kochstelle, mache noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber, damit er keine Haut bildet, und lasst das Ganze abkühlen. Solange unser Pudding abkühlt, können wir schon mal unseren Tortenboden vorbereiten. Ich habe hier schon meine Butter in diesem kleinen Kochtopf geschmolzen und darin die Schokolade aufgelöst. Und das lasse ich jetzt auch einen Moment hier stehen, damit es ein bisschen abkühlen kann. Hier habe ich schon meine Eier getrennt, einmal in weiß, einmal in gelb. Und das Eiweiß schlage ich jetzt mit ungefähr 1,5 Esslöffeln Zucker und einer Prise Salz schaumig auf. So, und solange das Eiweiß schaumig geschlagen wird, können wir hier in einer separaten Schüssel das Eigelb mit dem restlichen Zucker aufschlagen. Und wenn das Ganze schön Und wenn das Ganze schön vermischt ist, können wir die Butter-Schokomischen einfließen lassen. So, das Eiweiß ist steif geschlagen, das lassen wir jetzt für einen kurzen Moment hier stehen. Die andere Masse auch, und jetzt mische ich in einer separaten Schüssel das Mehl, die Haselnüsse und den Backkakao. So, und die Mischung kommt jetzt wieder hier rein. Nochmal kurz aufschlagen. So, und als letztes hebe ich jetzt hier peu à peu den Eischnee unter die Schokomasse.
Ich glaube, die Torte wird richtig gut. Also allein der Schokoboden riecht hier schon richtig lecker. Und Karamell hat sowieso so einen ganz besonderen Eigengeschmack. Mag ich auch richtig gern. Schreibt mir doch in die Kommentare, welches Gebäck ihr am liebsten mit Karamell zubereitet. So, den Eischnee habe ich jetzt schön untergehoben. Hier nicht allzu lange unterheben, damit die Luft schön im Teig bleibt. Hier habe ich mir jetzt eine 20er Form vorbereitet, habe sie mit Backpapier ausgespannt und schon eingefettet und mit Mehl bestäubt. Und hier kommt der Teig jetzt rein. Den Backofen habe ich bereits vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze und da kommt der Tortenboden jetzt für ungefähr 30 Minuten rein. Wir bereiten jetzt unsere Buttercreme vor. Dafür gebe ich die zimmerwarme Butter in die Rührschüssel und schlage sie für ein paar Minuten schaumig auf, bis sie ja schön hell wird. So, unsere Butter ist richtig schön schaumig geworden. Und da geben wir jetzt esslöffelweise den Karamellpudding mit rein. Unsere Creme ist fertig. Die mache ich jetzt ja auch gleich aus. Dann teile ich mir etwa so ein Drittel davon ab und gebe das hier schon mal in diesen Spritzbeutel. Brauchen wir später dann noch für unsere Deko. Dann lasse ich die Creme gerade mal hier stehen. Wir müssen jetzt nämlich noch unseren Boden schneiden und zwar in 3 gleich große Teile. Ich habe hier so eine kleine Kuppel, die schneide ich jetzt vorher noch weg. Also ich schaue jetzt hier so Pi mal Daumen, wo 1/3 ist und 2/3. Und fahre hier einmal so mit dem Messer drumherum. Mache da erstmal so eine Kante rein und gehe dann immer mit dem Messer noch tiefer rein, während ich den Kuchen hier so drehe. Ihr könnt auch sehr gerne eine Kuchenschneidehilfe nutzen, wenn ihr damit besser klarkommt. Jetzt geht es ans Schichten der Torte. Den unteren Boden der Torte, den hebe ich mir für nachher auf. Der hat nämlich unten eine schöne glatte Oberfläche. Dann setze ich den Teil ganz oben auf die Torte drauf. Dann können wir das nachher sehr schön und einfach bestreichen. Ich spanne mir hier den Backring, also von der Form, nochmal drumherum. Ihr könnt auch einen Tortenring nehmen, wenn ihr wollt. Und jetzt packe ich hier 1/3 der Creme drauf. So, dann kommt der zweite Boden oben drauf. Hier kommt die gleiche Menge an Creme drauf. Und lasst euch so ein ganz kleines bisschen noch in der Rührschüssel, damit wir die Torte nachher oben auch noch ein bisschen einstreichen können. Dann setzen wir den letzten Boden oben drauf und verteilen den Rest der Creme dünn auf der oberen Seite. So, die Torte ist jetzt gleichmäßig eingestrichen. Die packe ich jetzt für etwa 1 Stunde in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit können wir schon die Karamellsoße vorbereiten. Für die Deko unserer Karamelltorte fehlt jetzt noch die Karamellsoße und die bereiten wir jetzt zu. Ich gebe jetzt den ganzen Zucker hier in den Kochtopf und bringe das Ganze zum Karamellisieren. Und sobald der Zucker geschmolzen ist und eine schöne braune Farbe erhalten hat, lösche ich das Ganze mit der Sahne ab.
Karamellsoße ist fast fertig. Jetzt fehlt noch die Prise Salz. Die Butter gebe ich ja auch noch dazu. Und dann lasse ich das noch so circa 30 Minuten abkühlen. Hole die Torte aus dem Kühlschrank und dann können wir anfangen zu dekorieren. Die Torte ist schön durchgekühlt. Jetzt entferne ich den Backring. Vorsichtig. Ja, ist sehr schön. Ja, die ist so ein bisschen, nee, die ist nicht ein bisschen, die ist naked. Das heißt so, wenn man die Creme sieht, plus noch die Tortenböden. Ja, können wir noch so ein ganz kleines bisschen glatt streichen. Muss aber gar nicht sein. Jetzt kommt unsere Karamellsoße drauf. Die ist durch das Abkühlen noch ein bisschen dickflüssiger geworden. Und die verteilen wir jetzt von der Mitte aus auf dem kompletten Kuchen. Ja, und die darf dann auch schön runterfließen und dann noch ein paar Nasen bilden. Das solltet ihr tatsächlich recht zügig machen, weil die Torte eben frisch aus dem Kühlschrank kommt. Und sobald das Karamell drauf kommt, verhärtet das natürlich. Ich war hier nochmal an der Kante so ein bisschen drumherum. Und lasse das auch schön runterlaufen. Gut, und dann können wir die Torte fertig dekorieren. Ich habe ja hier noch meine Buttercreme. Da tupfe ich jetzt so auf die Hälfte des Kuchens in einer Halbmondform ein paar Tupfen drauf. Ein paar größere, ein paar kleinere. So. Und dann habe ich hier noch meine Haselnüsse. Kann ich auch da drauf schön verteilen. Ich habe hier noch vorab ein paar halbiert. Die setze ich so ein bisschen schöner hier vorne dran. So, und dann habe ich hier noch Karamellbonbons. Die packe ich auch hier vorne noch hin. So, und dann ist unsere Karamelltorte auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Rezept und das Video gefallen. Falls ihr die Torte nachbacken möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unten in der Infobox. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Rezepte zu erhalten. Deswegen aktiviert am besten auch noch gleich die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einfach backen.